Es war ein kalter Herbstmorgen, an dem Clara den muffigen Geruch des Wartezimmers in ihrer Nase bemerkte. Die Wände waren in einem sterilen Weiß gestrichen, das weder einlädt noch beruhigt, das Lärm schluckt und nur Leere übrig lässt. Der Raum war voller Menschen, die alle auf ihre Behandlung warteten. Ein Husten hier, ein Seufzen dort und das Rascheln von Zeitschriften, die wohl niemand wirklich las. Clara sah auf ihre Hände hinunter. Sie zitterten leicht und ein müdes Lächeln umspielte ihre Lippen. Schon wieder hier, dachte sie. Es war ihr 3. Besuch beim Arzt in diesem Monat. Die Symptome hatten sich nicht verändert. Ein dumpfer Druck in der Brust, Kopfschmerzen, die wie ein pulsierender Takt ihres Lebens erschienen, und eine Müdigkeit, die sie wie ein bleierner Mantel umhüllt hielt. Die üblichen Untersuchungen waren ergebnislos gewesen. Alles sei in Ordnung, sagte der Arzt. Blutwerte gut, Herz schlägt normal. Eine Maschine, die funktioniert. Und doch fühlte es sich an, als wäre alles falsch. Es ist wohl Stress, sagte der Arzt jedes Mal, als sei das eine endgültige Diagnose. Er überreichte ihr routiniert ein Rezept für Beruhigungsmittel, aber Clara legte es ungelesen auf den Stapel anderer Papierfetzen, die in ihrer Handtasche zu einer Art persönlichem Archiv ihres Scheiterns geworden waren. Clara wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Aber es war nicht nur ihr Körper, der kränkelte. Es war alles. Sie spürte es tief in sich, wie eine Wunde, die niemand sehen konnte. Ihr Job, den sie damals voller Leidenschaft gewählt hatte, war nur noch ein leerer Marathon endloser To-Do-Listen. Ihre Freunde schienen aus ihrem Leben zu verschwinden, zu beschäftigt mit ihrem eigenen. Und zu Hause erwartete sie nur Stille. Kein Partner, kein Lachen, nicht einmal ein Haustier, um die Einsamkeit zu durchbrechen. An diesem Abend lag Clara in ihrem Bett und fühlte den dumpfen Druck in ihrer Brust stärker denn je. Sie starrte an die Decke, unfähig zu schlafen. Vielleicht ist das einfach mein Leben, dachte sie. Ein ständiges Kämpfen, bis ich irgendwann erschöpft zusammenbreche. Doch in dieser Nacht begann ein Traum, der alles veränderte. Der Traum war intensiv, klar und erschreckend real. Clara fand sich auf einer weiten, kargen Landschaft wieder. Einer Wüste, die trocken und verlassen wirkte. Das Land erstreckte sich in alle Richtungen und über ihr war ein fahler Himmel. Zunächst verstand sie nicht, was sie dort tat. Doch dann hörte sie eine Stimme. Ruhig, klar und vertraut, obwohl sie noch nie zuvor gehört hatte. »Clara«, sagte die Stimme, »warum hörst du nicht hin?« Sie drehte sich um, suchte nach der Quelle der Stimme, fand sie jedoch nicht. Es war niemand da. »Wer bist du?« fragte Clara, obwohl ihre Stimme sich seltsam hohl in der trockenen Luft anhörte. »Ich bin du«, sagte die Stimme. »Ich bin deine Seele. Wir müssen reden.« Clara fühlte ein Frösteln, obwohl die Wüste unerträglich heiß war. »Das ist nur ein Traum«, flüsterte sie, halb hoffend, dass sie recht hatte. »Clara«, wiederholte die Stimme, »du hast mich so lange ignoriert. Du hörst mir nicht zu. Und jetzt habe ich keine andere Möglichkeit mehr, als dir durch deinen Körper zu sagen, dass etwas nicht stimmt.« Und für einen Moment schien ihr Herz stehen zu bleiben. »Du meinst, meine Krankheit? Die Schmerzen? Das alles?« »Ja«, sagte die Stimme leise. »Dein Körper schreit, weil ich schreie. Weil wir so außer Balance sind, dass es keinen anderen Weg mehr gab, dich aufmerksam zu machen. Deine Müdigkeit ist meine Erschöpfung. Deine Kopfschmerzen sind die Last, die du in deinem Herzen trägst. Der Druck in deiner Brust ist der Schmerz, den ich fühle, weil du dich von dem Leben entfernt hast, das du wirklich führen willst.« Clara wollte protestieren, wollte sagen, dass das Unsinn sei. Doch anstatt zu widersprechen, fühlte sie Tränen über ihre Wangen laufen. Tränen, die sie lange zurückgehalten hatte. Tief in sich wusste sie,
dass die Worte der Stimme wahr waren. Sie hatte aufgehört zuzuhören. Zu sich selbst, zu ihrer Seele, zu ihrem inneren Ruf, nach etwas Bedeutsamem, etwas Echten. »Wie soll ich das ändern?« fragte sie schließlich mit gebrochener Stimme. Die Stimme schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Fange an, ehrlich zu dir zu sein. Frage dich, was du wirklich willst, und höre auf, dir selbst Lügen zu erzählen. Du bist nicht hier, um nur zu funktionieren. Du bist hier, um zu leben. Krankheit ist nur ein Signal, ein Ruf nach Harmonie. Wenn du bereit bist, mir zuzuhören, kann Heilung beginnen.« Bevor Clara etwas erwidern konnte, erwachte sie. Der Traum ließ sie keine Sekunde los. Noch in derselben Woche nahm Clara sich eine Auszeit. Sie wusste nicht genau, was sie tun sollte, aber sie wusste, dass sie endlich innehalten musste. Sie nahm ein Notizbuch und begann morgens zu schreiben, noch bevor sie ihr Handy anschaltete, bevor sie mit jemandem sprach. Alles, was sie dachte, alles, was sie fühlte, alles, was unausgesprochen war, floss auf das Papier. Am Anfang war es chaotisch und schmerzhaft. Sie schrieb über ihre Einsamkeit, über ihre Angst, ein Leben zu verschwenden, über den unerträglichen Druck, immer stark und perfekt sein zu müssen. Doch mit jedem Tag, an dem sie schrieb, fühlte sie, wie der Ton sich veränderte. Sie begann Fragen zu stellen. Was macht mich glücklich? Was will ich wirklich im Leben? Und dann, was muss ich loslassen, um frei zu sein? Clara verstand, dass sie jahrelang ein Leben gelebt hatte, das nicht ihres war. Ihr Job, der so prestigeträchtig schien, machte sie unglücklich, weil er sie nicht erfüllte. Ihre Beziehungsmuster hatten sie oft in Situationen geführt, in denen sie sich klein und ungeliebt fühlte. Und ihre ständige Angst davor, allein zu sein, hatte sie dazu gebracht, alles zu ertragen, außer die Stille mit sich selbst. Die Veränderungen geschahen langsam, aber stetig. Clara ging zu ihrem Chef und bat um eine Versetzung in eine ruhigere Position, die weniger Stress mit sich brachte. Sie meldete sich für einen Kunstkurs an, den sie seit Jahren ausprobieren wollte, aber nie den Mut dazu gehabt hatte. Sie trennte sich von Menschen, die ihr nicht gut taten, und begann, diejenigen wieder in ihr Leben zu lassen, die sie wirklich schätzten, wie ihre beste Freundin Sarah. Und dann geschah ein Wunder. Die Symptome wurden leichter. Der Druck in der Brust ließ nach. Die Kopfschmerzen, die ihr einst wie ein ständiger Begleiter erschienen, wurden seltener, bis sie fast verschwanden. Sie schlief besser, fühlte sich leichter und das Leben begann, wieder Sinn zu machen. Doch Clara wusste, dass dies mehr war als nur eine medizinische Genesung. Es war ein spirituelles Erwachen. Durch die Krankheit hatte ihre Seele geschrien, nach ihr gerufen, ihr Leben wieder in Ausgleich zu bringen. Ein Jahr später saß Clara bei ihrer Therapeutin und erzählte von ihrem Traum. »Es klingt, als wäre die Krankheit dein Lehrer gewesen«, sagte die Therapeutin lächelnd. Clara nickte. »Ich glaube, das war sie. Sie hat mir gezeigt, dass ich nicht gegen meinen Körper arbeiten darf, sondern mit ihm. Es war, als hätte meine Seele versucht, mir eine Botschaft zu schicken, und ich habe sie endlich verstanden.« Die Therapeutin lehnte sich zurück. »Und heute? Was bedeutet Harmonie für Sie?« Clara lächelte. »Es bedeutet, auf mich selbst zu hören. Es bedeutet, Raum für Freude zu schaffen, auch wenn die Welt chaotisch ist. Und vor allem bedeutet es, dass ich immer dafür sorgen muss, meine Seele und mein Leben in Einklang zu bringen.« Die Therapeutin nickte und lächelte. Es klingt, als hätten sie nicht nur Heilung gefunden, sondern auch sich selbst. Clara ging an diesem Tag mit einem Gefühl der Leichtigkeit und Klarheit nach Hause, das sie noch nie zuvor gekannt hatte. Es war, als hätten Geist, Seele und Körper, lange getrennt, endlich wieder zusammengefunden. Denn Krankheit war für sie nicht das Ende gewesen.
Es war der Ruf ihrer Seele, eine Einladung zur Harmonie. Und sie hatte ihn angenommen.